In diesem Video nähen wir gemeinsam diese Tasche in Herzform. Hier vorne hast du noch so eine aufgesteppte Tasche, da passt das Handy oder ein paar Kleinigkeiten rein und in einen Verschluss. Außerdem hast du hier zwei Verarbeitungsmöglichkeiten. Version 1 ist die Version mit einem Beleg, da hast du noch ein paar offene Kanten innen, ist perfekt für Nähanfänger. Oder die Version 2, die ist komplett mit Futterstoff vernäht und hier ist keine offene Kante mehr zu sehen. Das ist die etwas fortgeschrittene Variante. Der einzige Unterschied ist hier beim Zuschnitt, dass du bei der gefütterten Variante das Hauptteil noch zweimal aus Futterstoff zuschneiden musst. Aber die Info findest du auch jeweils auf dem Schnittmuster. Aber egal für welche Version du dich entscheidest, die ersten Nähschritte sind identisch. Das heißt, du kannst jetzt erstmal anfangen zu nähen und im Verlauf des Videos zeige ich dir dann die zwei Verarbeitungsmöglichkeiten. Und dann starten wir mit der Nähanleitung. Und zwar starte ich immer mit den Trägern, die sind einfach und schnell genäht und dann hat man das schon mal weg. Bügel die äußeren langen Kanten 1 cm nach innen auf beiden Seiten und dann nochmal in der Mitte der Länge nach und dann werden beide Seiten knappkantig abgesteppt. Die kurzen Seiten kannst du offen lassen, die verschwinden später in der Tasche. Der nächste Schritt ist optional und zwar ist das die aufgesteppte Tasche. Also schneid das Schnittteil nur zu, wenn du eine Außentasche haben möchtest. Die obere Kante bügel ich doppelt um, jeweils 1 cm und steppe das knappkantig ab. So sollte das jetzt aussehen. Und dann kannst du die Tasche auf dein Vorderteil legen. Die rechte Seite der Tasche ist zu dir gedreht und darauf kommt die Außentasche ebenfalls mit der rechten Seite zu dir. Und jetzt steppe ich die Tasche schon mal innerhalb der Nahtzugabe, also mit einer Nahtzugabe von 0,5 cm, einfach ringsherum fest, damit die in den nächsten Schritten nicht verrutscht. Optional kannst du die Tasche jetzt nochmal von außen mittig absteppen. Ich mache das ganz gerne, weil die Tasche tendiert dazu, so ein bisschen abzustehen und die Naht hilft einfach, das zu verhindern. Andererseits hast du so natürlich weniger Platz. Da musst du wissen, was dir gefällt. Dann bereiten wir jetzt den Boden der Tasche vor. Hier müssen wir einfach die kurzen Seiten auch einmal doppelt umbügeln, jeweils 1 cm und knappkantig absteppen. Halte dich hier genau an die Nahtzugabe, damit das Schnittteil jetzt genau an die Knipse passt, sonst kann das ein bisschen schief werden. Im nächsten Schritt befestigen wir den Boden jetzt an unserem Vorderteil rechts auf rechts. Wir starten hier an dem Knips oberhalb von der Tasche und von hier aus beginne ich jetzt den Boden am Taschenvorderteil festzustecken. Ich stecke mir hier erstmal nur die eine Seite fest, denn wir nähen erstmal nur die eine Seite. Und bevor ich mit dem Nähen beginne, markiere ich mir hier noch meine Nahtzugabe unten an der Spitze, jeweils 1 cm, denn dann weiß ich gleich genau, wo ich unter der Nähmaschine mit der Naht stoppen muss. Und wenn du das gut vorbereitet hast, dann fang jetzt an zu nähen. Vor allem die Rundung der Herzform ist nicht ganz so easy, vor allem für Nähanfänger und deshalb habe ich jetzt hier noch ein paar Tipps. Du siehst, ich nähe hier sehr langsam, vor allem in den Rundungen, damit ich hier genau kontrollieren kann, ob erstens die Stoffe genau aufeinander liegen und zweitens, dass ich hier keine Falte einnähe. Durch das langsam Nähen kannst du die Tasche auch unter der Nähmaschine gut justieren, also immer mal vorsichtig zurechtdrücken, genauso wie die beiden Lagen. Und wenn du die Tasche unter der Nähmaschine etwas mehr anpassen musst, dann lass die Nadel stecken, heb das Nähfüßchen und rücke die Tasche einfach so zurecht, wie du es brauchst und so sollte die Naht dann auch recht sauber werden und vor allem die Rundung schön. Ich bin jetzt hier unten an meiner Markierung angekommen und hier stoppe ich meine Naht und nehme die Tasche aus der Nähmaschine raus. Damit wir jetzt hier weiter nähen können, musst du jetzt hier einen Einschnitt setzen bis kurz vor die Naht, also bei einer 1 cm Nahtzugabe ca. 0,9 cm. Der Einschnitt ermöglicht es mir jetzt, den Boden so anzupassen, dass ich ihn genau auf meine Tasche aufsetzen kann und so auf der anderen Seite weiter nähen kann. Auch das stecke ich mir jetzt erstmal mit Klammern fest und bevor du jetzt hier mit dem Nähen beginnst, ist es nur wichtig, dass du die Falte, die dabei hier im Boden entsteht, einmal zur anderen Seite umlegst. Der Stoff oder beziehungsweise die beiden Lagen sollten hier gerade aufliegen. Und so kannst du jetzt einfach geradeaus hochnähen bis zum Knips. So sieht das jetzt aus und im nächsten Schritt befestigen wir jetzt den Träger, den wir vorbereitet haben. Hier auch noch am Außenstoff, einmal rechts auf rechts. Auch da findest du 2
Knipse, die jeweils die Position der Träger markieren. Und das befestige ich auch wieder nur innerhalb der Nahtzugabe, also mit 0,5 cm, damit man die kleine Hilfsnaht dann später nicht sieht. Das hilft uns einfach nur, die Träger jetzt erstmal zu stabilisieren. Und ab jetzt variiert die Verarbeitung, je nachdem, ob du die Version mit Beleg oder mit Futter nähst. Wir starten mit der Version mit Beleg. Falls du die Version mit Futterstoff nähst, kannst du jetzt ein bisschen vorspulen. Dann nimm dir jetzt den Beleg, zugeschnitten aus dem Hauptstoff. Und auch hier müssen wir jetzt erstmal die lange offene Kante doppelt umbügeln, jeweils 1 cm, und das knappkantig absteppen. Und so kannst du den Beleg jetzt rechts auf dein fertiges Vorderteil stecken, einmal ringsherum, und dann kannst du das auch schon mit einem Geradstich annähen. Vor allem für Nähanfänger kann der Part jetzt hier ein bisschen schwierig werden durch die Rundung, aber nimm dir hier einfach ausreichend Zeit, die Rundung ordentlich zu nähen. Du siehst, ich hebe hier zwischendurch immer mal kurz mein Nähfüßchen und lege mir die Tasche so zurecht, dass ich schön weiternähen kann, und damit wirst du auch ein schönes Nähergebnis erzielen. An der Ecke hier vom Herz angekommen, markiere ich mir hier einmal die Nahtzugabe, 1 cm, dann weiß ich nämlich genau, wo ich die Nadel gleich stecken lasse. Und wenn ich da angekommen bin, dann hebe ich mein Nähfüßchen, drehe die Tasche und nähe dann weiter. Und bevor du das jetzt wendest, versäuber die offene Kante unterhalb des Knips bis zum gegenüberliegenden Knips mit einem Zickzackstich oder der Overlock. Das ist ja der Teil, der später offen bleibt, und der muss eben versäubert werden. Und damit wir die Rundung jetzt gut wenden können, fange ich hier an, ganz viele Knipse einzuschneiden, bis kurz vor die Naht. Und deshalb brauchen wir den oberen Teil auch nicht zu versäubern mit der Zickzacknaht, weil erstens wird es eingeschnitten und zweitens nähen wir es dann nochmal von außen ab, und daher ist es hier nicht notwendig. Die ganzen Knipse ermöglichen uns jetzt, die Tasche sauber auf rechts zu wenden. Das kannst du jetzt machen und dann die Rundung richtig gut ausbügeln mit dem Bügeleisen. Und wenn du die Tasche abgebügelt hast, dann nähe den Beleg jetzt noch von außen knappkantig ab. Und genauso verfahren wir jetzt mit dem zweiten Vorderteil. Wende die Tasche auf rechts und jetzt kannst du das zweite Vorderteil rechts auf die Tasche bzw. an den Boden stecken. Auch hier starte ich wieder am oberen Knips und stecke mir auch erstmal wieder nur die eine Seite fest. Ich fange hier wieder an zu nähen und habe mir auch hier wieder meine Nahtzugabe unten markiert, damit ich genau weiß, wo ich hier unter der Nähmaschine stoppen muss. Und auch hier schneide ich den Boden wieder so ein, dass ich den jetzt um die Spitze drum herum legen kann und auf der anderen Seite weiter nähen kann. Als nächstes befestige ich auch hier wieder den Träger mit einer kleinen Hilfsnaht an meinem Vorderteil rechts auf rechts. Und das zweite Vorderteil der Tasche, also der Teil, den wir jetzt eben genäht haben, der sollte jetzt mit der rechten Seite zu dir liegen. Das bedeutet auch, dass wir den anderen Teil der Tasche ein bisschen zusammenklappen müssen, damit das nämlich jetzt gleich alles passt. Nimm dir jetzt den zweiten Beleg, den habe ich hier unten schon versäubert, wie auch im ersten Schritt, und den Beleg lege ich jetzt auf das Vorderteil. Und du siehst, hier verschwindet die Tasche komplett im Beleg. Nähe das jetzt ringsherum mit 1 cm Nahtzugabe an und auch hier wie eben noch die offenen Kanten von Knips zu Knips mit einem Zickzackstich versäubern und die Rundung einschneiden. Jetzt kannst du die Tasche wenden, nochmal richtig schön abbügeln, die Form ausbügeln und dann den Beleg wieder knappkantig abnähen und fertig ist deine Tasche. Und jetzt zeige ich dir die zweite Verarbeitungsmöglichkeit, und zwar die Version mit Futter. Und du hast hier keine offene Kante mehr in deiner Tasche, also super hochwertig. Wie gesagt, der Hauptunterschied ist, dass du das Hauptteil zweimal aus Hauptstoff und zweimal aus einem Futterstoff zuschneiden musst. Der helle Stoff hier ist mein Futterstoff und als erstes nehme ich mir den Beleg und bügel die lange offene Kante doppelt um, jeweils 1 cm. Das stecke ich mir auf meinem Futterstoff fest und nähe das knappkantig ab. Die oberen zwei Lagen bleiben erstmal offen, die kannst du dir zum Beispiel mit ein paar Klammern feststecken.
Und bevor wir jetzt weiternähen, kannst du optional einen Verschluss anbringen, zum Beispiel einen Magnetverschluss, wie ich den hier nutze. Ich markiere mir hier die Positionierung und ich musste den dann leider fest nähen. Es gibt aber auch schon Clips, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, das ist deutlich praktischer. Naja, habe das auf jeden Fall fertig gemacht und dann geht es auch schon weiter. Das Vorderteil haben wir ja schon fertiggestellt. Der Träger ist mit einer kleinen Hilfsnaht befestigt und leg jetzt deinen vorbereiteten Futterstoff rechts auf das Vorderteil. Den Futterstoff nähe ich jetzt ringsherum mit einem Geradstich und 1 cm Nahtzugabe an. Lass auf jeden Fall eine kleine Wendeöffnung hier oben an der Rundung, oberhalb des Knips. Da fange ich dann auch an zu nähen und während des Nähens wirst du ja dann auch die Naht vom Boden sehen. Hier ist es nur wichtig, dass du genau auf der Naht nähst oder etwas weiter links von der Naht, damit die Naht dann später nicht durchschaut. Und unten an der Herzspitze angekommen, achte darauf, dass die Falte vom Boden in die andere Richtung zeigt, damit du hier sauber nähen kannst. Ich ende jetzt hier mit meiner Naht und dann lege ich die Falte vom Boden wiederum in die andere Richtung und kann dann so wieder auf der anderen Seite gerade weiter nähen. Also eigentlich genauso, wie du es vorher beim Boden gemacht hast. Achte darauf, dass der Stoff flach aufliegt und dann kannst du gerade weiter nähen. Gerade die Rundung der Herzform kann vielleicht ein bisschen tricky sein, vor allem für Nähanfänger. Du siehst, ich hebe hier öfter mal mein Nähfüßchen und damit kann ich die Tasche bzw. auch die 2 Lagen unter der Nähmaschine immer mal wieder anpassen und dann nähe ich auch sehr langsam und so kannst du die Form eigentlich sehr schön abnähen. Und hier an der Herzspitze markiere ich mir meine Nahtzugabe jeweils 1 cm auf beiden Seiten. So weiß ich nämlich jetzt genau im nächsten Schritt, dass ich hier auf dieser Markierung meine Nadel stecken lasse. Ich hebe mein Nähfüßchen, wende die Tasche unter der Nähmaschine und kann dann weiter nähen. Bevor du die Tasche jetzt durch die Wendeöffnung wendest, schneid hier noch unten die Spitze ab und dann schneide ich ganz viele kleine Knipse bis zur Nahtzugabe, also kurz davor, denn die ermöglichen uns es gleich, die Tasche ordentlich auf rechts zu wenden und vor allem die Herzform richtig auszubügeln. Dann wende den ersten Teil der Tasche auf rechts durch deine Wendeöffnung. Das kann ein bisschen dauern und ist nicht ganz so einfach. Und jetzt schnapp dir ein Bügeleisen. Das müssen wir jetzt nämlich richtig gut ausbügeln. Vor allem die Form des Herz. Und hier kannst du dir auch was zur Hilfe nehmen. Zum Beispiel habe ich jetzt hier ein Lineal genommen, einfach um das Ende hinten zu erreichen und ja, die Herzform einfach richtig schön auszubügeln. Aber so sollte das dann am Ende aussehen. Meine Wendeöffnung habe ich mir hier schon abgesteckt und jetzt nähe ich den kompletten oberen Teil einmal ganz knapp kantig ab. Damit schließen wir zum einen die Wendeöffnung. Die Träger bekommen noch ein bisschen mehr Stabilität und es sieht ordentlicher aus. Damit ist die eine Seite fertig und wir wiederholen jetzt alle Schritte für die andere Seite. Dreh die Tasche auf rechts, also mit der rechten Seite zu dir und dann nimm dir das zweite Vorderteil, also aus dem Hauptstoff und hier nähen wir jetzt erstmal wieder den Boden an. Ich stecke mir das hier auch erstmal wieder nur von der einen Seite fest vom oberen Knips und markiere mir unten an der Herzspitze die Nahtzugabe. Auf meiner Markierung stoppe ich meine Naht und jetzt schneide ich den Boden wieder so ein, dass ich ihn ganz genau um die Herzspitze drum legen kann und dann auf der anderen Seite weiternähen kann. Achte auch hier wieder darauf, dass die Falte vom Boden in die andere Richtung zeigt, also dass die beiden Stofflagen richtig schön flach aufliegen und dann kannst du einfach geradeaus weiternähen. Und auf der rechten Seite des Hauptstoffs nähe ich auch hier erstmal wieder die Träger mit einer kleinen Hilfsnaht fest, damit die jetzt im nächsten Schritt nicht verrutschen.
Die rechte Seite des Rückteils liegt jetzt zu dir gedreht und hierauf liegt jetzt der gesamte vordere Teil, den wir ja schon genäht haben, und den musst du jetzt einmal so zusammenklappen, dass wir hierauf den Futterstoff feststecken können und dass die gesamte Tasche quasi in diesen 2 Lagen verschwindet. Das ist relativ dick, deshalb siehst du, jetzt habe ich eine Seite noch offen gelassen, das stecke ich mir dann auf dem Weg noch zurecht. Lass auch hier wieder eine Wendeöffnung, genau wie auf der anderen Seite, nämlich an der Rundung des Herzs. Ich fange jetzt erstmal hier an der unteren Spitze an zu nähen. Also wie gesagt, ganz wichtig, die komplette Tasche ist jetzt zwischen diesen beiden Lagen. Ich nähe jetzt hier einmal ringsherum die beiden Lagen zusammen. Achte darauf, dass du nicht aus Versehen irgendwie einen Träger noch mit einnähst oder doch noch einen anderen Teil der Tasche mit in der Naht landet. Also zwischendurch wirklich immer alles schön zurückschieben und wirklich nur die beiden Lagen zusammennähen. Und auch hier schneide ich wieder die Spitze ab und die komplette Rundung mit kleinen Knipsen ein, damit wir jetzt die Tasche gut auf rechts wenden können. Also ziehe jetzt die gesamte Tasche einmal durch die Wendeöffnung auf rechts. Und wenn du das gemacht hast, dann gibt es erstmal einiges zu bügeln. Das kann wieder eine Weile dauern. Aber damit ist die Tasche tatsächlich fast fertig. Also bügel die Herzform richtig schön aus. Und jetzt kannst du auch hier wieder noch die obere Kante knappkantig absteppen mit einem Geradstich und damit auch die Wendeöffnung schließen. Und deine Tasche ist fertig. Ich hoffe, sie gefällt dir. Ich finde, das ist einfach so ein richtig schöner Alltagsbegleiter, aber einfach mal eine besondere Form. Wie findest du die Tasche? Kommentier gern oder schau mal auf meinem Kanal vorbei, falls du noch weitere Ideen suchst. Wir sehen uns in einem neuen Video.